Hallo Freunde, ich präsentiere euch jetzt das Projekt, was wir für Rasova und auch für Doppelja konzipiert haben. Ich habe letztes Jahr im Februar Besuch bekommen von verschiedenen Leuten, die die Eurowelle 6, also die internationale Route vom Atlantik bis nach Tulcha, also ans Schwarze Meer, gefahren sind und die hier bei uns übernachtet haben. Es waren unterschiedliche Länder, von denen sie stammen. Wir hatten Leute von Spanien, Italien, Frankreich, England und Irland hier, auch von Deutschland. Und die Meinung war einhellig, dass die Route Eurowelle 6 bis ungefähr Budapest in Ordnung ist und danach wird es immer schlimmer. Und hier in Rumänien ist es überhaupt ganz schlimm, weil wir überhaupt keinerlei Möglichkeiten haben, was anzubieten. Das war für mich der Grund, dass ich gesagt habe, okay, hier ist ein Problem, wir haben das zu lösen. Es ist nicht nur für die Touristen Profit, sondern auch für die Bewohner von Dobrudscha. Und so habe ich mich mit meiner Frau unterhalten und wir haben dann im Oktober die ONG Aub de Dunăre gegründet. Weshalb eine ONG? Ganz einfach, wenn wir irgendwas verändern wollen und Mittel von der EU bekommen wollen, ist es notwendig, eine juristische Person zu sein. Und juristische Person bedeutet in dem Sinne, dass wir non-profitabel sind. Also wir tun irgendwas für die Leute in den verschiedenen Orten und nicht um des Gewinnes willen. Worum dreht es genau bei der Eurowelle 6? Ja, ich habe im Februar dieses Projekt, das ich entwickelt habe, bei dem Außenministerium in Rumänien vorgestellt und die waren begeistert davon und haben dann gesagt, okay, wir wollen dieses Projekt umsetzen in Rumänien und wir haben darauf kurzfristig ein Team gebildet aus verschiedenen NGOs und von Regierungsmitgliedern. Und im Moment sind wir dabei, die Finanzierung zu besprechen. Das Projekt steht an sich, wir wissen, was wir zu tun haben und wir werden dementsprechend dann die Maßnahmen treffen, sobald wir das Okay vom Ministerium haben. Worum dreht es bei der Eurowelle 6? Ich habe hier eine Übersicht über die Eurowelle 6 und wie ihr sehen könnt, hier ist hier in Dobrudscha, dieser Bereich, den ich praktisch design und zu supporten habe, beginnt hier unten in Silistra, führt dann praktisch über Černá-Voda, Heršova, hoch nach Preila, Galatia und zum Schluss nach Tulcha und wendete dann ins Schwarze Meer, also in Donaudelta. Diese Route ist 370 Kilometer lang und wir haben in unserem Team besprochen, dass es eigentlich normalerweise notwendig sein sollte, dass wir alle 50 Kilometer eine Unterkunft anbieten und dementsprechend auch Verpflegung und Angebote wie die elektrischen Fahrräder zu laden oder Reparaturdienste oder irgendwelche Events. Deshalb habe ich dann kurzfristig das Ganze in 9 Teile aufgeteilt. Wobei im Moment die wichtigsten die Sektion 1 und 2 ist. Und zwar ist es die Sektion von Silistra bis Rasova. Diese 2 Teile möchte ich gern das nächste Jahr umsetzen und fertigstellen. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr noch die Zusage bekommen über die finanziellen Mittel, so dass wir dann eigentlich im nächsten Jahr starten können.
Also ich hatte vor, hier in Rasova ähm, die Hauptstelle von dem Dopoja-Projekt zu machen, weil erstens mal wohnen wir hier, zweitens mal ähm, haben wir hier eine optimalen Voraussetzungen dafür und wir sind auch am Anfang dieser Eurovelo 6 Route von Silistra zu Tulcha. Die Problematik ist bei der ganzen Geschichte, dass ich das zwar vorgestellt habe bei der Primaria, also in einer Konziliutatan-Sitzung, wobei Maria Mito und die Konziliäre anwesend waren und aber geschlossen gegen diese Initiative gestimmt haben, so dass wir im Moment vor dem Problem stehen, dass wir, wenn wir das Geld bekommen, in Rasova das nicht investiert werden kann. Der Grund hierfür ist ganz einfach, dass wir die Voraussetzungen nicht haben durch den Städteplan, der in Rasova nicht existiert. Wir haben zwar auf jeder Baugenehmigung was stehen, aber das war mal geplant, aber ist nie verabschiedet worden. Also im Prinzip ist jeder Neubau illegal, weil wir keinerlei Plan Urbanistik General haben. Die Frage ist natürlich, warum haben wir keinen Plan Urbanistik General? Und also Städtebauplan. Die Sache lässt sich ganz einfach erklären. Für einen Städtebauplan müssen alle Flächen zugeordnet werden. Also es muss die Eigentümer müssen bekannt sein, die Größe der Flächen, wo sie liegen und auch muss bekannt sein, welche Aktivitäten wir in Zukunft machen wollen. Also wo ist das Touristikbereich, wo ist das Industriebereich, ähm, wo wollen wir spezielle Programme durchführen, also wie zum Beispiel Fahrradwege neu installieren und so weiter und so weiter. Und da wir das nicht haben, ist es eigentlich zwecklos darüber zu reden. Warum haben wir keinen Kataster? Das Kataster kann ich mir nur so vorstellen, dass um ein funktionsfähigen Kataster zu haben, alle Grundstücke den Eigentümer zugeordnet werden müssen. Also sprich, jeder Erbe bekommt sein Feld und dementsprechend können wir dann klar Schiff machen. Die Problematik ist ganz einfach, dass die Erben keine Eigentümer werden kann, weil meiner Meinung nach Michalaki und MeToo das Ganze blockieren, weil sie würden dann dementsprechend Probleme bekommen, ihre Felder zu bewirtschaften und dementsprechend auch die EU-Subventionen weiterhin zu kassieren. Man könnte eigentlich sagen, dass Mito und Michalake praktisch uns jedes Jahr ähm, ja, einfach den Fortschritt gekostet haben. Denn hätten wir diesen Kataster und hätten wir diesen Städtebauplan, hätten wir auch die Möglichkeit, die EU-Mittel zu beantragen. Das Gleiche ist, wir müssen alles aus dem Budget bezahlen. Also sprich diese ganzen Kulturhaus etc. Ja, zahlen wir aus dem Budget. Wenn wir einen Plan Urbanistik General hätten, also einen funktionierenden, dann könnten wir die Mittel von der EU bekommen, wie zum Beispiel in unserer Planung ein neues Ärztehaus, wie zum Beispiel irgendwas für die Kinder Afterschool oder irgendwas von den Seiten. Geht aber alles nicht. Ja, und deswegen wundert mich das eigentlich auch. Wir kriegen viele Programme vorgestellt jetzt im Moment von den anderen Kandidaten, aber nicht einer kann sagen, wie sie das finanzieren wollen. Das sind alles im Moment, egal was vorgeschlagen wird, alles nur Fantasien, die nicht umsetzbar sind. Ähm, Ich habe deswegen auch Kommentare geschrieben, wie dass dass die Kandidaten sich mal erklären sollen, wie sie das umsetzen wollen, woher sie das Geld bekommen und was für ein Hintergrund da ist. Also wie gesagt, nochmal,
ohne Plan Urbanistik General, keine EU-Mittel, ohne EU-Mittel, keine Projekte, ohne Projekte, ist alles, was von den Kandidaten jetzt vorgeschlagen wird, alles nur heiße Luft. Doch kommen wir zurück auf das Projekt als solches. Ich habe ja gesagt, dass Eurowelle 6 praktisch in 9 Bereiche gegliedert wird und wir dementsprechend dann dies nach und nach umsetzen. Für mich ist interessant im Moment Silistra bis Rasova. Dies möchte ich gern bis nächstes Jahr umgesetzt haben und abgeschlossen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist ja, wie bereits vorher gesagt, dieser Plan Urbanistik General und das Kadaster. Ich werde versuchen, für den Fall, dass meine Frau gewählt wird, dass wir mit dem Präfekten und mit dem COC eine Möglichkeit finden, dass wir das beschleunigen, weil, wie gesagt, es ist ein internationales Projekt und wenn wir diese Strategie, diese Eurovelo-Strategie nicht umsetzen, hier an der Donau, also praktisch in Dobrudscha, werden wir die Mittel verlieren zugunsten von einem anderen Bereich in Rumänien, so dass eventuell die Strategie dann läuft ähm, über einen anderen Bereich, ja, wie Brasov und dann über Brela, Galatia Brela to Constanta, Tulcha. Das würde bedeuten, dass unser Bereich hier komplett außen vor ist und die Mittel für uns für immer verloren sind. Es ist deshalb wichtig, dass wir die richtigen Leute wählen. Ich habe gesehen, dass die USRE das gleiche Konzept haben wie wir, was ja auch nicht verkehrt ist, da es ja unser Konzept seit 4 Jahren ist. Ich bin froh, dass sie das dann dementsprechend auch übernommen haben. So dürfte es ja da keinerlei Probleme geben. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, wer letztendlich der federführende Mann ist, also in dem Moment meine Frau oder Vassiliou. Janus, der Grund ist, dass wir uns nicht leisten können, irgendwelche Fehler zu machen. Es ist die letzte Chance für Rasova und den Bereich hier und man kann den meiner Meinung nach nicht aufs Spiel setzen, um irgendwelche Spielchen zu machen. Das war das Motto, wie ich gelesen habe von verschiedenen Unterstützern von Janot, dass sie praktisch sagen, okay, jeder kann lernen und jeder muss seine Zeit auch bekommen. Sorry, lernen, vorher lernen und dann kommen und umsetzen wollen. Und nicht dann praktisch als Schüler, als Professor einsteigen wollen. Das funktioniert so nicht. Ja? Also nochmal, ihr habt die Wahl, schaut, was ihr wollt und wir werden sehen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich Rasova als Hauptpunkt der ganzen Strategie ansehe. Also hier soll praktisch dann diese Zweigstelle von Dobrudscha entstehen, in dem die ganzen Fäden zusammenlaufen. Aber das geht natürlich nur, wenn wir dann dementsprechend auch die Voraussetzungen geschaffen haben. Ohne die Voraussetzungen haben wir gar keine andere Möglichkeit, als dass ich von der Strategie her einen anderen Ort bevorzuge und zwar so einen, der dann praktisch bereit ist, wo der Bürgermeister und die Gemeinderäte bereit sind, dieses Projekt mitzutragen. Die Frage ist natürlich, die sich viele stellen, ja, Rasova, was willst du denn überhaupt machen? Ich habe doch noch gar kein Programm von dir gesehen. Mimi? Okay, hier ist ein Teil Mimi? Programm, das wir umsetzen wollen, um diesen Tourismussektor Rasova attraktiver zu machen.
sodass wir europäische Gelder anziehen können, sodass wir auch Touristen anziehen können, die dann praktisch hier in Urlaub machen. Wie gesagt, wir haben diesen Bereich hier, dem ja jeder bekannt ist, ja, der im Moment überhaupt nicht genutzt wird. So war die Idee ganz einfach, dass wir diesen ganzen Bereich hier mit Sand auffüllen, sodass eine Fläche entsteht, wo die Leute dann praktisch sich vergnügen können und dementsprechend Sonnen, Baden und alles, was dazugehört. Also ich denke, das ist eine gute Idee. Im Moment wird er nicht genutzt. Im Moment ist gleicht er eher ein Sägewerk, irgendwelche Bäume und so weiter liegen da rum, die nach wie vor eigentlich nichts zu suchen haben. Und dann auch Abfall, das Ganze ist überhaupt nicht aufbereitet, also überhaupt keine Idee, dass da irgendwann was entstehen könnte. Und ich glaube, dies ist ein Punkt, der dringend umgesetzt werden muss, um in die Lage zu kommen, dass wir touristisch mehr tätig werden können. Ein anderer Punkt ist natürlich auch bekannt, ist diese Miniboard. Wir haben eigentlich alles zur Verfügung gehabt, ja, um das Geld auch zu bekommen, ja, aber die Voraussetzungen sind einfach nicht da. Wir haben dann hier nochmal, was ich auch noch sagen wollte, was geplant ist, dass wir hier eine Fahrradroute anlegen wollen, direkt an der Donau entlang, bis nach Czernowodda, um eigentlich praktisch dann die Gefällsteigung praktisch zu eliminieren. Der Punkt ist aber noch ein folgender, dass wir dann natürlich auch für Czernowodda erreichbar sind. Wenn dort Leute mit dem Fahrrad nach Wasserburg fahren, die können nämlich dann auch diese Strecke nutzen. Und wenn wir jetzt hier, was eigentlich geplant ist, hier dann praktisch einen Campingplatz machen mit Restaurant, mit allem drum und dran, was man eigentlich benötigt, um die Leute auch versorgen zu können, ja, dann wäre das natürlich eine optimale Sache. Und viele werden dann sagen, okay, der will da hier gleich irgendwie Business machen für sich selbst und so weiter. Fehlanzeige. Habe ich gar keine Lust und gar kein Interesse daran. Meine Idee ist ganz einfach, dass wir hier eine Ausschreibung machen, eine offizielle Ausschreibung über Sponsoren oder über irgendwelche Investoren, die dort was investieren wollen. Und dann die haben uns etwas vorzustellen, was sie gern dort machen möchten. Und dann können wir im Konzil Lokal Meeting und auch mit euch abstimmen, wer denn letztendlich das bessere Konzept hat. Und dieser wird dann dementsprechend dann den Zuschlag bekommen. Und wir werden auch darauf achten, dass dann dementsprechend das Ganze auch für die Bürger von hier erschwinglich ist. Nicht, dass dann irgendwelche Fantasiepreise aufgerufen werden, die dann hier von unseren Leuten vor Ort nicht genutzt werden. Ja, hier nochmal die Beschlussfassung vom Konzil Juditan. Also wie gesagt, hier die Nummer 94, und zwar hier ist das Datum auch zu sehen. Ihr habt die Möglichkeit, dies im Internet herunterzuladen. Ist gar kein Problem, einfach die Nummer angeben, CJC, Nummer 94, Hotterare und dann das Datum, und dann werdet ihr diese Informationen finden und könnt dann in aller Ruhe das studieren. Ich möchte das nicht so lang machen, deswegen einfach nur ein paar Stichpunkte, die ich gerne hervorheben möchte, um einfach die Bedeutung nochmal zu zeigen.
Ich glaube, hier ist ein wichtiger Punkt, zwei Punkte. Einmal, warum wir wenn wir diesen Port, diesen Campingplatz und das alles wollen, ja, warum wir diese Bedingungen einhalten müssen, welche Bedingungen wir einhalten müssen. Das ist einmal praktisch, dass wir das Grundstück an die COC übergeben. Und das zweite ist, dass wir den Städtebauplan fertiggestellt haben und der funktionsfähig ist. Also bedeutet in erster Linie Kataster und dann Städtebauplan und dann erst das Geld zur Umsetzung. Das bedeutet aber gleichzeitig dann auch, dass alle Programme, die praktisch von meinen Mitkandidaten aufgestellt worden sind, wie eine Brücke über die Donau, ich weiß zwar nicht wo, aber ist okay, ähm, oder irgendwelche Programme, die dann mit unseren identisch sind, ähm, funktioniert alles nicht. Ja, wir werden dafür keine Mittel bekommen. Müssen erst die Voraussetzungen dafür schaffen und dann sehen wir weiter. Das ist auch der Grund, warum wir unsere ganzen Projekte aus dem Budget bezahlen und nicht die Mittel von der Europäischen Union bekommen. Also einfach mal nachlesen, drüber nachdenken und zu entscheiden, wer letztendlich der Mann sein könnte, der uns gemeinsam hier aus dieser Misere bringt. Auch hier ist nochmal, auch hier ist nochmal deutlich zu sehen, dass es also nicht nur ein Miniboard ist, sondern dass in dieser Summe eigentlich viel mehr enthalten ist. Es sind Campingplätze enthalten, es sind auch Feuerstellen enthalten und natürlich wird im Rahmen der Eurovelo 6 dann auch die Rastplätze für die Fahrradfahrer mit integriert werden können. Also es ist nicht irgendwo nur ein Miniboard, wo jeder sagt, für was brauche ich ein Miniboard. Nein, das ist hier ein richtiges Konzept für den Tourismus, so dass unser Ort wohlhabend werden kann, dass unser Ort mehr Arbeitsplätze bekommt, dass wir mehr Investoren bekommen. Also es ist eine Sache, die eigentlich überlegenswert ist und ja, einfach mal drüber nachdenken. Hier ist nochmal das Gleiche. Also wie gesagt, ihr werdet sehen, es sind verschiedene Papiere und in verschiedenen Papiere ist immer wieder das Gleiche erwähnt, ja, und ich meine, das könnt ihr dann nachlesen. Man muss sich nicht unbedingt alles erklären. Hier ist nochmal ein wichtiger Punkt, wobei ich da mal drauf eingehen will, dass also hier verschiedene Leute versuchen, mich in ein schlechtes Licht zu rücken und sagen, hier, ich wäre nicht teamfähig, ich habe gar keine Ahnung und alles, was ich sage, ist so Bullshit, ja. Ähm, Ich möchte das direkt mal an einen Mann festmachen, an Christian Laser, der dann praktisch hier gesagt hat, ja, die Problematik ist ja, dass keiner mit mir zusammenarbeiten will und weil ich alles besser weiß und überhaupt nicht aufnahmefähig bin für andere Ideen und so weiter und so weiter. Also sorry, ich habe keinen Bock, solche Fake News da hier zu beantworten oder irgendwie großartig zu sagen. Ja, einfach mal selber schauen. Ich arbeite hier an einem internationalen Projekt mit und ihr könnt mir glauben, dass wenn ich nicht die Kompetenz hätte und wenn ich nicht teamfähig wäre, wäre ich bestimmt nicht als Leiter hier für Doppeljar. Ich möchte es hier euch nochmal zeigen, für den Fall, dass jemand sagt, naja klar, das hat der irgendwo aus dem Internet runtergeladen, der ist ja gar nicht daran beteiligt. Also hier, wer lesen kann, ja, hier ist meine ONG, hier ist mein Name und ihr werdet auch hier überall sehen, es sind überall die Präsidenten von von den einzelnen Organisationen. Also wir sind ja nicht im Kindergarten, wo wir da hier im Sandkasten spielen, sondern es sind Leute, die eigentlich ein großes Verantwortungsbereich auch haben und dementsprechend mit uns zusammenarbeiten, dass wir das Ziel erreichen. Also einfach mal Gang runterschalten, Gehirn einschalten
und dann mal drüber nachdenken, ob das, was ich da hier von mir gebe, wirklich so ein Bullshit ist und ob da nicht ein kleines Quäntchen. Ja, nochmal zum Schluss. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe das in mehrere Trassen aufgeteilt. Ich möchte aber nochmal betonen, im Vordergrund steht die Strecke Silistra bis Rasova und Rasova als Hauptsitz. Und würde ich gerne umsetzen bis Ende nächsten Jahres, für den Fall, dass wir das schaffen mit dem Kataster und mit dem PUC. Aber wie gesagt, es ist einfach so, ich möchte gern versuchen, das umzusetzen. Und ich brauche eure Hilfe dazu. Also nicht nur ich, sondern auch meine Frau, die dann praktisch Bürgermeisterin wird. Und ich brauche dann auch die anderen Konsuläre dazu, die dann dementsprechend auch dafür voten. Dann können wir gemeinsam auch das Ziel erreichen. Hier nochmal die letzten zwei Abschnitte. Ja, ich glaube ganz einfach, ich habe euch hier jetzt gezeigt, dass also das nicht eine Sache ist, die man jetzt einfach nur auf ein Wahlplakat malt und die überhaupt keinen Hintergrund haben, sondern dass es sich hier um tatsächliche Projekte handelt, die dann auch dementsprechend vor der Finanzierung stehen. Und ich meine, wenn das nicht ausreicht, die Kompetenz von mir und meiner Frau zu zeigen, ja gut, Leute, ich habe überhaupt gar kein Problem. Dann wird halt Rasova einfach nicht dieser Hauptsitz werden und wir werden hier keine Arbeitsplätze machen und wir werden nichts dergleichen investieren können, sondern überlassen wir es dann einfach den anderen, die dann bessere Ideen haben wie ich und die den, ja, vielleicht in 4, 6 oder 10 Jahren dann zu der Überzeugung gelangen, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht haben. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht böse damit, weil ich habe Alternativen, die ich eigentlich auch brauche, um hier das umsetzen zu können. Bereits mit anderen Bürgermeistern gesprochen. Und die sind froh, wenn sie das etablieren können. Und ja, okay. Also das ist einfach, was ich euch ans Herz legen will. Ich möchte hier nicht reich werden und ich möchte hier auch nicht irgendwie eine besondere Stellung, sondern einfach integriert sein in diese Gemeinschaft hier, weil ich lebe hier und ich möchte auch die nächsten Jahre, bis ich dann irgendwann mal vielleicht den Löffel abgebe, hier in Ruhe leben. Und für mich war es einfach nur so ein Pilotprojekt, um zu zeigen, dass man auch in Rumänien, in der ärmsten Gegend, was erreichen kann, wenn man dementsprechend sich bemüht und dementsprechend seine Ideen und sein Engagement investiert. Okay, das war's eigentlich für heute.